Ein Wunder brauche ich. Ein Wunder. Das wär's gewesen. Herzlich willkommen hier im Panto Art Atelier und Galerie. Mein Name ist Panto Trifkovic, ich bin Künstler und Inhaber der Galerie Panto Art. Mit dem Wunder ist das so eine Sache. Ja. Ich hatte nicht 3 Wünsche, so wie ich meine Ausstellung anlässlich des 3. Geburtstages der Galerie benannt habe. Ich hatte nur einen einzigen Wunsch und der ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Ich hätte mir so sehr das gewünscht für mich, für Sie, dass wir die Vernissage wirklich durchsetzen und umsetzen können. Leider, die 4. Welle in dieser Pandemie hat es unmöglich gemacht, derartiges für uns zu machen. Auch wenn wir das alle wirklich bitter nötig haben, zusammenzukommen. 3 Wünsche, so war der Titel der Ausstellung, oder ist der Titel der Ausstellung. Und im Vorfeld habe ich die Künstler eingeladen, österreichweit sich für diese Ausstellung zu bewerben. Und ich wollte wissen, was ist es, was sie sich wünschen, für sich selber, für uns alle. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich über das Ergebnis dessen, was die Künstlerinnen eingereicht haben und was hier in dieser Ausstellung dann zu sehen wird. Unter normalen Umständen würde ich Sie alle ganz herzlich hier begrüßen in der Galerie und würde gerne dann das Wort an den Bezirksvorsteher vom 12. Bezirk von Meidling, den Herr Ingenieur Wilfried Zankel, übergeben. Aber es ist leider nicht möglich, derartiges zu tun. Dennoch habe ich eine Videobotschaft übermittelt bekommen und ich freue mich, diese zu präsentieren. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, wir hätten heute die Vernissage der Ausstellung 3 Wünsche gefeiert. Leider ist ein Wunsch nicht in Erfüllung gegangen. Aufgrund der Corona-Pandemie und der aktuellen Lage war keine Feier vor Ort möglich. Das ist natürlich sehr schade. Umso toller finde ich die Idee, dass es jetzt anstelle dessen ein Video gibt, wo wir uns alle diese Kunstwerke anschauen können. Ich wünsche der Panto Art Galerie alles Gute zum 3-jährigen Bestehen und ich möchte Herrn Panto Trifkovic für sein Engagement danken. Danke dafür, dass Sie die Meidlinger Kulturszene bereichern. Danke für Ihr Engagement. Ihnen, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, möchte ich nun viel Spaß bei diesem Video wünschen. Hallo, da bin ich wieder. Und ich freue mich, für Sie eine kleine Einführung zu machen durch die Ausstellung 3 Wünsche. Und unsere kleine Geschichte beginnt hier bei den Werken der Künstlerin Rosa Besler. Angelehnt an die Wunderlampe, die wir am Anfang hatten, gibt es hier ein Werk, das sich nennt Die glückliche Wunderkanne. Und da geht es genau um das. Ja? Dein Wunsch ist mir Befehl, sagt Rosa Besler hier in ihrem Bild. Und sie weist darauf hin, dass es oftmals so ist, um wirklich glücklich zu sein, muss man andere glücklich machen. Das ist das, was sie mit ihren Werken auf jeden Fall versucht, andere glücklich zu machen. Und sie hat sich in ihrem zweiten Werk, das sie ja der Wunschbau genannt hat,
dem gewidmet, wie denn überhaupt es dazu kommt. Wie entstehen denn diese Wünsche in uns und was ist es, das uns tatsächlich dazu bringt. Und in diesem Werk sieht man tatsächlich, dass es hat was mit dem Unterbewusstsein zu tun. In der Nacht, sagt Rosa Besler, wenn wir schlafen, wenn das Unterbewusstsein ganz stark arbeitet und wir träumen, und da erträumen wir uns Sachen, die dann möglicherweise dann unsere Wünsche und Sehnsüchte sind und unsere Zielsetzungen am Tag, wenn wir dann wieder wach sind und nach vorne blicken und ins Leben unsere Ziele erreichen wollen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn wir weitergehen zu unserer nächsten Künstlerin, hier haben wir Theresia Eros mit ihrem Werk, das heißt, es war einmal. Und da haben wir ja ein bisschen die Verbindung gleich zu diesem Wunderland und Märchen. Und Theresia Eros sagt uns gleich hier, sie hat einen wunderschönen Wunschbaum gemacht hier und transportiert uns gleich, dass aber wir auch ein bisschen aufpassen müssen, was wir uns wünschen. Sie sagt, es ist ein Fluch und es ist ein Segen. Was man sich heute wünscht, heißt nicht, dass man es in einem Jahr, in 2, in 3, in 5 immer noch will. Ja, man bekommt manchmal Dinge im Leben und die will man dann gar nicht mehr. Ja. Das ist so, hier geht es mit diesem Werk ein bisschen um diesen Punkt. Ja. Es war einmal ein Wunsch, angelehnt an diese Märchengeschichten. Wir gehen jetzt hier weiter zu der nächsten Künstlerin. Und zwar haben wir hier 2 Werke von Jutta Wendt. Und Jutta Wendt hat hier das Thema wörtlich dann gleich genommen und gesagt, du hast 3 Wünsche frei, und ihrem Werk hier ist es auch angelehnt ein bisschen an diese Märchengeschichte, eine Verbindung zu diesem Froschkönig gegeben. Einerseits erkennt mehr oder weniger jeder gleich. Und auf jeden Fall transportiert uns Jutta Wendt hier mehrere Sachen. In diesem Bild ist nicht so ganz klar, wer wünscht sich was. Wünscht sich der junge Mann hier, dass dieser Affe oder diese Äffin eine wunderschöne Frau wird, der die Liebe seines Lebens endlich verwirklichen kann? Ist es umgekehrt, dass diese Äffin sich wünscht, dass er vielleicht ein Affe wird und sie glücklich bis an alle Ewigkeiten leben können? Und dann ist natürlich noch diese weibliche Hand hier mit einem Handschuh und dem Frosch. Man weiß nicht ganz genau. Die Jutta Wendt hat in ihren Arbeiten oftmals solche versteckten Botschaften, wo sie den Betrachter, die Betrachterin auffordert, sich eine eigene Meinung, eine eigene Sichtweise zu bilden. Und klar ist jedoch, dass worum es hier geht, ist eine Partnerschaft, die Liebe. Es geht um Zusammenkommen. Und in ihrem nächsten Werk, das sie Harmonie genannt hat, geht es genau darum. Geht es um Innigkeit, Liebe, um die Umarmung, den Kuss, der diese Liebe für sie gilt, sozusagen. Und wenn wir diesen Gedanken mitnehmen, dass es etwas ist, was wir eigentlich alle wollen, einen Partner, Partnerin zu finden, jemanden, zu dem wir unsere innersten Gefühle offenbaren können und wo wir uns verstanden fühlen und jemanden, den wir verstehen können, jemanden, der uns wirklich mitnimmt, dann nehmen wir diese Gedanken mit und gehen zu den nächsten Bildern. Und zwar haben wir hier Fotografien von der Künstlerin Claudia La, die auf ihrer Thailandreise so Street-Fotografie-Serie gemacht hat. Und eines in diesem Fall hier geht es um eine, nennt sich Fortune Teller, also die Weissager, die
Zukunftsvorhersagung, die auf einem Parkplatz stattfindet hier, wie man das gut sehen kann. Und in diesem Zusammenhang geht es genau darum, wie wird es sein? Finde ich meinen Partner, meine Partnerin? Werden wir glücklich sein, wenn ich einen Partner schon habe? Wie schaut es aus? Werden wir ein eigenes Haus haben? Wenn wir genug Geld haben? Wie viele Kinder werden wir haben? Aus diesen Gründen und allen möglichen anderen Gründen sucht man eine Weissagung, einen Fortune-Teller auf, um das zu erfahren. Und wie praktisch ist es doch, dass die Wahrsagerin doch gleich auch ein Amulett anbietet, das zur Erfüllung der Wünsche beitragen soll. Und mit diesen Gedanken, den wir hier haben, den uns Claudia La mitgibt, gehen wir zu ihrem nächsten Werk. Da sehen wir eine Braut. Ja, es ist tatsächlich gekommen. Dieser Wunsch ist endlich in Erfüllung gegangen. Ein Wunsch, das die meisten Frauen, sage ich jetzt einmal, hegen, im weißen Kleid die Braut zu sein. Manche sogar schon als kleines Mädchen träumen nichts anderes, nur dass dieser Tag endlich kommt. Und tatsächlich ist er ja dann endlich da. Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Und doch, Claudia La nennt ihr dieses Foto Surprise Bride, also die überraschte Braut. Und wie man hier sieht, es ist eine nicht eindeutige Situation, was da hier eigentlich passiert. Ist dieser Traum, dieser Wunsch tatsächlich, jetzt ist er endlich in Erfüllung gegangen und irgendwie zerplatzt? Man weiß es nicht. Noch ein Aspekt, den uns Claudia La hier mitgibt und in ihren beiden Werken, sind diese goldenen Blättchen hier, die in Thailand dazu dienen, den Wunsch, den man hat, auf diese Blätter, Goldblättchen drauf zu bringen und sie dann in einem Tempel an eine Skulptur anzubringen, damit sozusagen dieser Wunsch in Erfüllung geht. Claudia La hat diese Wünsche aber auf ihre beiden Werke appliziert, aber den Wunsch natürlich nicht verraten. Ja. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jetzt diese Ehe und endlich ist man in den Hafen der Ehe angekommen, in den vermeintlich Sicherheit herrscht, dann gehen wir gleich zum nächsten Bild. Und zwar die Künstlerin Daniela Rohrer hat hier ein Bild gemalt, in Acryl auf Leinwand, das sie tatsächlich vermeintliche Sicherheit nennt. Und wir sehen hier, dass diese Sicherheit wirklich was Kräftiges, was Wuchtiges ist, was Standhaftigkeit ist und vermeintlich, aber wenn man genauer hinsieht, befindet sich drunter ja Wasser und es ist nicht ganz klar, wie lange diese Standhaftigkeit, diese Sicherheit tatsächlich irgendwie bleiben kann. Und auf der anderen Seite hat sich hier ganz viele Gesichter eingebaut von allen Seiten. Hier auch andere Leute sehnen sich nach dieser Sicherheit, nach dieser selben Sicherheit. Man ist sich nicht sicher in der vermeintlichen Sicherheit. Wie kann man sich da sicher fühlen? Es geht gar nicht. Und das ist das, was uns Daniela Rohrer hier in diesem Bild vermittelt. In ihrem zweiten Bild, in dem, das hat sie einfach Wünsche genannt, und diese Wünsche, derlei mehrere sind, die sie an ihre Kinder gerichtet hat sie auch sogar hier schön niedergeschrieben. Gesundheit und ein sicheres Zuhause, viele Beine und in jeder Lebenslage die Kraft zu haben, seinen Weg zu gehen und Fantasie und den Träumen des Fliegens zu lernen. Wie poetisch. Und die vielen Beine, die sieht man ja hier alle. Man sieht das alles, das ist wunderschön eingearbeitet in diesem Werk. Das ist etwas, auch ein Punkt, wenn man dann mal die Liebe gefunden hat, geheiratet hat, eine vermeintliche Sicherheit gegeben hat, die Kinder dann da sind, dann wünscht man sich alles, was man sich wünscht, den Kindern
dass die Kinder möglichst ein glückliches Leben führen. Und wie das so ist im Leben, von Tag ein, Tag aus, rennen wir irgendwelchen Sachen hinterher, erledigen unsere Aufgaben und zwischendurch wünschen wir uns was. Wir wünschen uns, dass dieser Zustand aufhört oder dass er sich verändert, dass er sich verbessert, dass man was auch immer hat. Und dabei folgen wir allen möglichen Ritualen. Und einer davon ist, dass man beim Glücksbrunnen, wie ich dieses Bild hier genannt habe, das sind beide meine Werke hier, Fotos, die ich gemacht habe und mit heißem Wachs bearbeitet habe. Und bei denen hier, das heißt der Glücksbrunnen, da sind ganz viele Leute stehen geblieben und haben eine Münze genommen, in den Brunnen diese Münze reingeworfen, sich dabei was gewünscht. Und wie in den Brunnen zu sehen war, waren ja wirklich aus aller Welt Münzen. Und was dazu hindeutet, dass dieser Brauch weltweit bekannt ist. Und ob das was bringt oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber die Leute machen es. In den Glauben, in der Hoffnung, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Und bei dem zweiten Bild, das ich gemacht habe, ist hier eine Dame zu sehen, die beim Backen ist. Ja. Diese Dame könnte die Mutter von jemandem sein, die Oma, die Tante, die Schwester, die Nachbarin. Dieses Bild heißt Only for You. Und sie ist dabei, einen Wunsch zu erfüllen, einen Kuchen zu backen, eine Geburtstagstorte. Etwas, was einem Freude macht, was man gerne isst. Oder aber ganz einfach Brot. Ein Brot als Nahrungsmittel sehr wichtig ist. Und das ist gleichzeitig so zwei Botschaften, die beide Bilder verbinden, die ich gerne an alle aussenden möchte. Und hier das Wasser symbolisch, möge nie uns das Wasser ausgehen, wenn wir nie verdursten. Und hier mögen wir nie verhungern, wenn wir immer genug zum Essen haben. Aber ich meine nicht nur hier unsere westliche Welt, sondern ich meine die ganze Welt. Überall. Das ist was ich mit diesen Bildern vermitteln möchte. Wenn wir hier mit diesem Glücksthema uns weiter bewegen, dann kommen wir zum Werk von Harald Tobisch. Der Harald Tobisch hat hier ein Bild gemacht, das nennt sich Pink. Und also Schwein. Schweinehaft, sagt man ja. Schwein ist das Symbol für Glück. Und in diesem Werk hat er dieses Schwein eingebaut. Mit ihm Gold als Zeichen für Reichtum. Nicht nur für Glück, sondern wirklich Glück in der Liebe zu haben, Glück in der Arbeit zu haben, Reichtum zu schaffen, zu bekommen. Und gleichzeitig hat er das in Farben gehalten, die ein sozusagen Entspannung, Glückseligkeit, Wohlstand vermitteln sollen. In seinem zweiten Werk, das er Martinique genannt hat, geht es, Martinique ist eine Insel und von dieser Insel hat er ja auch Sand mitgebracht, das er in dieses Bild eingearbeitet hat, und da geht es darum, um Leidenschaft, um Liebe, um ganz starke Emotionen, die sehr wichtig sind, in Verbindung mit dem Glück, das man braucht im Leben, in Verbindung mit Frieden, Ruhe, Gelassenheit, Wohlstand. Hat er hier auch ein bisschen mit Gold gearbeitet, aber gleichzeitig diese Emotionen, die Liebe, die Umarmung von jemandem, das wir auch wieder da drüben bei den Bildern von der Jutta Wendt hatten, kommt ja hier nochmal vor. Liebe als ein wichtiger Aspekt in all diesen Bildern hier. Und wenn wir weiter uns bewegen, dann kommen wir zu den Werken von Silvia Kölln. Und
diesem Werk, das da heißt, bis der Tod uns scheidet, das ist ja oft mal ein Versprechen bei Paaren, wenn sie heiraten, dass sie sich geben, bis der Tod uns scheidet. Und das ist aber nicht nur bei den Menschen so. Sylvia Kölbel sagt uns auch hier bei diesen Eisbären, zeigt uns das bei den Eisbären und gleichzeitig zeigt sie uns damit, dass diese Eisbären in Gefahr sind, die sind bedroht. Und hier geht es einerseits um Gefühle, um die Innigkeit, die Umarmung, die wäre das, was man braucht, diese Zusammenhalt. Aber es geht auch um den Artenschutz in erster Linie, um die Bedrohung, die da steht für diese Eisbären durch den Klimawandel, durch die Jagd von Menschen und so weiter. Des Weiteren beim zweiten Bild von Sylvia Kölbel, das sie Feuerabend genannt hat, da ist ja leicht zu erkennen, dass es um den Sonnenuntergang hier geht, aber es geht um den Erhalt dieser Schönheit, dieses Moments des Sonnenuntergangs. Mögen noch ganz viele solche Momente uns erhalten bleiben. Möge uns in Friede und in Freude möglich sein, solche Momente zu erleben. Und Sylvia Kölbel zeigt uns das mit diesem Bild. Und in diesem Raum sehen wir als allererstes dieses Bild von der Künstlerin Antonella Quacchia. Sie hat dieses Bild genannt Passion, Wisdom and Prosperity. Auf Deutsch Leidenschaft, Weisheit und Wohlstand sozusagen. Und wie man hier sieht, hat sie das so eingearbeitet, dass es aufeinander. Sie hat dieses Werk, das ist also etwas, was die Panto-Art wünscht. Vielen Dank übrigens, liebe Antonella, dafür. Das ist das, was sie wünscht. Sie sagt, ich wünsche Panto-Art, dass diese Leidenschaft, die diese 3 Jahre bestanden hat, weiterhin besteht. Dass mit Weisheit weiterhin geführt wird und auch ein Wohlstand, ein Reichtum erreicht wird. Aber wenn man das Bild genau anschaut, ist das ja aufeinander aufgebaut. Ohne den einen kann das andere ja gar nicht möglich sein. Und wenn eines davon zu viel wird, droht das Ganze zu kippen. Das ist so die Botschaft, die Antonella uns allen mitgeben möchte, nicht nur Panto-Art, dass wir vorsichtig sind in dem, was wir tun und was wir uns wünschen. Und mit diesen Gedanken gehen wir zu den Werken von Heidrun Kalik, und die hat hier ein Diptychon gemacht, in dem sie dargestellt hat die Fortuna und Hygieia. Das sind die römische und die griechische Göttinnen des Glücks. Und hier hat Heidrun Kalik eingebaut ganz viele Glitterelemente und Gold, was Reichtum darstellt, was hier von den beiden Göttinnen auf die Welt, auf uns sozusagen herabgeschüttet wird. Und man sieht, dass die beiden Göttinnen ja gar nicht damit sparen. Also sie überhäufen sozusagen die Welt mit diesem symbolischen Reichtum sozusagen. Ja. Und wenn wir in dieser Götterwelt ein bisschen bleiben wollen, dann gehen wir ein Stückchen weiter in diese Richtung. Und zwar haben wir hier den Künstler Paul Del Pani, der hier in diesem Werk, das er ja abgekürzt sozusagen UVS genannt hat, da geht es um die 3 Nornen der Weissagung,
aus der germanischen Mythologie. Die Urd wäre Verdana und Skuld heißen, glaube ich. Und er sagt gleichzeitig, diese Nornen, die beschäftigen sich ja, weil es ja der Weissagung sind, beschäftigen sich ja mit der Vergangenheit, mit der Gegenwart und mit der Zukunft. Und mit diesem Werk sagt uns Paul de Pani, dass die Wünsche sich aber ebenfalls verändern. Dass es nicht dasselbe ist, was man sich als Kind wünscht oder als ein Erwachsener. Und diese Wünsche können super auseinanderklaffen. Und das ist, was er uns also hier vermitteln möchte. In seinem zweiten Werk, das er genannt hat, Imaginieren des Imaginären, möchte Paul de Pani uns sagen, dass es sehr schwer ist, die Wünsche, die ja etwas Imaginäres sind, tatsächlich mal einmal bewusst zu werden, sie auszusprechen, sie darzustellen. Und er hat es hier versucht, in diesem zerschnittenen, sozusagen, das Bild schaut ja so aus, als ob das wie ein Puzzle also irgendwie aufgebaut ist. Und in der Tat geht es hier um elementare Dinge, die uns Menschen wichtig sind. Und Sachen wie Freundschaft, Fülle, Gesundheit, das sind Punkte, die uns Tag ein, Tag aus beschäftigen. Und das ist, was uns Paul de Pani hier wunderbar präsentiert. In diesem Werk hier, unseres nächsten Künstlers, den ich hier gerne präsentieren möchte, nämlich das ist der Johnny Schrammel. Und Johnny Schrammel hat hier den Garten der Hesperiden gemalt. Der Garten der Hesperiden ist ja der Garten der Göttin Hera. Dort gibt es die goldenen Äpfel der Jugend und der Ewigkeit und der Unsterblichkeit. Und Johnny Schrammel sagt aber, ja, in der heutigen Zeit hat das was. So die Leute heute, die meinen, sie wären wie Götter. Sie wollen unbedingt unsterblich sein. Sie wollen ewig jung sein. Sie wollen schnell und reich werden. Sie wollen von diesen goldenen Äpfeln wollen sie unbedingt was haben, um jeden Preis. Und es ist auch ein bisschen ein kritischer Aspekt, also den Johnny Schrammel hier in seine Bilder irgendwie mit eingebaut hat, ja, an diese heutige Zeit, die das mit sich bringt. Dieses Wunschdenken ist super egoistisch und das ist also etwas, was er uns hier zeigen möchte. Wenn wir zum nächsten Bild kommen und kommen wir zum Werk von Stefanie Knechtel, die hier ein Bild gemalt hat, das sich so ein Stillleben, was als zeitlos hat sie das genannt. Und in diesem Stillleben sind klassische Elemente Apfel, Birne und Fisch. Und diese drei Sachen sind aber die symbolischen Zeichen im Christentum für Reichtum, für Fruchtbarkeit, für Wohlstand und ziehen sich durch die Geschichte, also zumindest die europäische Geschichte, hindurch. Das etwas zum Beispiel jetzt gesehen, also Wohlstand im Sinne, ein gutes Leben zu haben, das ist also unvergänglich, das will ja jeder haben. Dann Fruchtbarkeit, Symbole, Fruchtbarkeit natürlich im Sinne, Kinder zu kriegen, wie auch immer, aber Fruchtbarkeit auch, dass die Dinge, die wir tun und das, was wir machen, dass sich das möglich vermehrt. Also wenn wir arbeiten gehen und Geld verdienen, dass sich das Geld vermehrt, dass wir möglichst viel mehr haben. Also das sind so diese Symbole, die schon seit Anbeginn Christensymbolik darstellen. Dennoch ist dieses Bild unser Abschlussbild in dieser Geschichte. Wir haben mit den Wundern begonnen
mit der Wunderlampe, die sagt, dass man, oder die rosa Besel, die uns sagt, wenn wir tatsächlich glücklich sein wollen, dann sollten wir schauen, dass wir andere um uns glücklich machen. Und mit diesem Gedanken bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich habe für diese Vernissage eine kleine musikalische Einlage vorbereitet gehabt, die leider aus bekannten Gründen nicht möglich war, tatsächlich jetzt vor Publikum aufzuführen, aber im Anschluss sehen Sie einen kleinen Beitrag dazu. Danke nochmals, bleiben Sie gesund und alles Gute.